liebe Freunde, eine kleine Lebensweisheit mit auf den Weg. Geben Sie genau Acht. Ich werde langsam und deutlich sprechen, sodass Ihnen auch kein Wort entgeht. So Sie diese Lebensweisheit verstanden, so Sie diese Lebensweisheit in sich aufgenommen und beherzigt haben und nach dieser auch immer leben, dann werden auch Sie mit Erfolg gekrönt, dann werden Sie durch diese Lebensweisheit Ihren Körper das zuführen, ihm das bieten, für ihn das aufnehmen, was er benötigt, zu dem Gott ihn auch geschaffen und auch die nötigen Energien dafür bestimmt hat, die der Mensch natürlich selbst in sich aufnehmen muss. Bevor ich hierzu übergehe, will ich Ihnen ein ganz kleines Gleichnis geben. Wenn Sie eine Batterie besitzen und diese Batterie leer geworden ist, so wissen Sie, dass eine leer gewordene Batterie keine Energien aufweist und Sie die weiteren Organe, das heißt Dinge an dieser Batterie angeschlossen, sei es eine Klingel, sei es eine Hupe, sei es irgendein technisches Gerät, sei es was es auch sei, wo diese Batterie, die die Energien doch in sich hat, dieses technische Wunder durch die Energien dahingehend bewegt, dass sie dieses Gerät wieder in Funktion treten kann. Sie wissen ganz genau, eine leer gewordene Batterie muss neu aufgeladen werden. Während dieser Zeit Sie die Batterie nicht nutzen können, sondern sie ist auf Lader bereit. Sie kann jetzt nichts von sich geben, weil sie ja Energien aufnimmt. Folglich müssen Sie in dieser Zeit auf die Batterie verzichten. Sie kann jetzt weiter nichts tun, als nur Energien aufnehmen. Kurzum, sie wird aufgeladen. So sie wieder eine volle Ladung besitzt. Wenn ich jetzt an die Batterie eines Autos denke, für die eine Ladestation gleich eingerichtet, so braucht diese Batterie im Auto nur angeladen werden, sodass die Lichtmaschine durch die Tätigkeit des Motors, der ja auch wieder auf Energien angewiesen ist, der diesem Motor den Funken gibt und es in diesem dann zur Explosion kommt, wie ihm dem Motorsprit Benzin zugeführt wird, entsteht. Hier, liebe Freunde, geschieht dann Folgendes, dass die Lichtmaschine als solche die Batterie so weit auflädt, dass sie wieder über volle Energien verfügt und sie weiter gar nicht mehr aufzuladen brauchen. Natürlich, wenn Sie gleich von vornherein wieder einen Energieverschleiß haben, indem wie in der heutigen Zeit die Autos derart ausgestattet sind, dass sie mit diesen Energien, die die Batterie ja von sich gibt, nicht nur alleine den Winker, den Scheibenwischer und nur das Radio nutzen können, dann haben Sie noch die ganze Beleuchtung, nicht nur die Beleuchtung außerhalb des Wagens, sondern auch im Wagen. Und Sie können noch vieles andere, Sie können sogar Ihre Kaffeemaschine einschalten, können sich Ihren Kaffee von diesen Energien kochen. Sie können sich rasieren, Sie können alles Mögliche tun. Wenn Sie bei einer nicht voll aufgeladenen Batterie gleich den Strom, die Energien entnehmen, so werden Sie diese Batterie bald um die Energien gebracht und Sie werden wieder eine leere Batterie haben, die Sie dann gezwungen sind, neu an die Ladestation zu bringen, um sie dort anzuschließen, sodass die Batterie wieder neue Energien aufnimmt. Nun, liebe Freunde, so Sie das aber nicht tun, dass der Energieverschleiß von vornherein nicht gleich so groß ist, dass Sie damit sparsam umzugehen wissen und dieser Batterie erst so weit nicht nützen,
sondern nur, dass sie die Motorentätigkeit setzen, wird sie durch den Motor, der hier die Lichtmaschine in Betrieb setzt, wird die Lichtmaschine doch, wie sie ihre Aufgabe hat, die Batterie wieder mit vollen Energien laden. Nicht anders ist es hier unser menschlichen Körper. So der Mensch einige wenige Energien über Nacht aufgenommen, so glaubt er gleich alles Mögliche tun zu können und auch zu müssen und bei diesem hin sich mit allen möglichen Dingen beschäftigen, so dass er bis in die Vormittagsstunde wieder energielos geworden. Er drückt sich dahingehend aus und sagt, er sei müde, er sei energielos, er ist nicht mehr in der Lage, nur einen Gedanken aufzunehmen, er kann sich nicht fassen, er ist einfach schwach, er ist ein Schwächling, er ist krank. Dieses, meine lieben Freunde, krank sein heißt nur energielos sein. Und daher gehe ich jetzt zu dieser kleinen Lebensweisheit, die nur von mir ist, über, indem ich Ihnen damit so viel zu wissen gebe, dass Sie, wenn Sie diese Lebensweisheit verstehen, wie ich schon sagte, und auch zu beherzigen wissen, und nach dieser leben, werden Sie immer mit Erfolg gekrönt sein. Der Mensch handelt nach seinem Willen. Wie der Wille, so der Gedanke. Der Gedanke bewegt den Menschen zur Tat. Willst du das Göttliche erleben, so musst du danach streben. Liebe das Leben, Gott. Gott ist überall. Geld ist Macht. Gesundheit ist Allmacht. So Sie, liebe Freunde, dieses soeben von mir Gesprochene sogar geschrieben haben wollen, so bin ich nicht abgeneigt, dieses Ihren Gemeinschaftsleiter schriftlich zu übergeben, so dass Sie sich diese Lebensweisheit selbst das heißt abschreiben können. Verstehen Sie sie aber nicht falsch. Um diese zu verstehen, müssen auch Sie sich zur Ruhe bewegen und dass Sie durch die Ruhe, die Sie in sich aufnehmen, auch das Verständnis für dieses haben werden. Das heißt, dass Sie das verstehen und jetzt wissen, was Ihnen diese kleine Lebensweisheit sagt. Nun, liebe Freunde, wer nach diesem lebt, wenn ich sage, der Mensch handelt nach seinem Willen. Also hier hängt es doch ganz von seinem Willen ab. Wie der Wille des Einzelmenschen es ist, so der Gedanke. Also, hier kommt der Gedanke, der ihn dann zur Tat bewegt. Ich erinnere ganz kurz, wie oft Sie von sich aus gesagt, mir kam der Gedanke und ich hatte den Willen, diesen Gedanken gleich in der Tat umzusetzen, damit ich ihn nicht vergesse. Denn was du heute kannst besorgen, das schiebe nicht auf morgen. Nach dieser kleinen Lebensweisheit leben auch viele Menschen. Viele Menschen leben gegenteilig. Aber hier, liebe Freunde, ist Ihnen doch schon so viel als Beweis dafür gegeben, dass es von Ihnen selbst abhängt, dass es auf Sie selbst ankommt, nicht auf einen anderen. Auch hier in diesem Fall nicht auf Gröning ankommt, sondern immer nur auf Sie selbst. Sie selbst sind es. Sie selbst müssen sich zur Ordnung rufen. Sie selbst müssen wissen, was Sie wollen. Sie müssen aber auch den Willen haben. Und so Sie wirklich den Willen haben, werden Sie zu diesem die guten, so Sie guten Willen, den göttlichen Willen haben, werden Sie gute Gedanken bekommen und Sie werden durch diese Gedanken dann zur Tat bewegt. Das heißt, wenn ich immer wieder sage, das mit einem Wort abtue, du musst es tun, schon alleine deshalb, weil du es willst.
Du darfst dich nicht auf deinen Nächsten verlassen. Hier bist du dich selbst der Nächste. Und so du erst auf Menschen hörst und dass Menschen alles Mögliche versuchen, dass Menschen dir alles Mögliche anraten, und zwar immer wieder so oft von sich aus sagen, versuchen Sie doch dieses, versuchen doch das, versuchen doch jenes, oder vielleicht versuchst du dieses Mal, oder vielleicht versuchst du mal was anderes, vielleicht versuchst du das mal, was der Meier, der Schulz, der Huber dir gesagt hat, oder vielleicht gibt es noch was anderes. Jedenfalls musst du versuchen, alles Mögliche, dass du wieder gesund wirst. Liebe Freunde, ich gebe Ihnen einen guten Rat, lassen Sie von diesem Wort Versuch ab. Denn jeder Versuch wird Ihnen zum Übel. Denn Sie selbst wissen es heute schon, dass Sie viel, wo Sie selbst manchmal sagen, Sie haben alles versucht, was nur möglich war. Nicht nur Sie alleine, sondern viele Ihrer Nächsten haben auch versucht, Sie von diesem Unheil zu befreien. Aber niemals war das das Richtige, denn Sie haben sich doch überzeugen können, wussten nur nicht, woran es gelegen, und dass dieses eine Wort Versuch allein die Schuld sei, dass Sie doch nur versucht, aber niemals zur Tat übergegangen. Und der Versuch, die Versuchung wird dem Menschen zum Übel. Ich möchte heute hier nicht weitergreifen und so weit damit ausführlich werden, denn ich glaube ganz bestimmt, dass Sie mit diesem wenigen, soeben hier von mir Gesagten, auch jetzt das Richtige anzufangen. Und so Sie gewillt sind, auch beginnen werden, nicht nur was, sondern wirklich das zu tun, was Sie sich selbst erstmal schuldig sind. Wenn Sie jetzt die Ruhe, die Sie doch wirklich in sich aufgenommen, bewahren und dass Sie endlich einmal dazu übergehen, Ihren eigenen Körper die dementsprechende Beachtung schenken, sodass Sie doch wissen müssen, was Ihnen dieser Ihr eigener Körper wert ist. Sie müssen jetzt dazu übergehen, ihm Beachtung schenken. Nicht, was Sie jetzt unter Beachtung verstehen, dass Sie Ihren Körper zu betrachten. Nein, einfach ruhig sitzen und Obacht geben, ohne dass Sie einen bösen Gedanken aufnehmen. Das heißt, ich drücke mich deutlicher aus, dass Sie nicht die Krankheit verfolgen und dass Sie die Gesundheit nicht anzweifeln. Denn Sie haben die Gesundheit. Ich will dieses Wort Gesundheit und Krankheit nicht brauchen, aber Sie werden mich anders so leicht nicht verstehen. Und daher muss ich dieses betonend sagen, dass Sie doch jetzt wissen müssten, dass Ihnen die Gesundheit doch das Wertvollste ist. Wie Sie immer so oft gesagt, Sie wollen die Gesundheit, Sie wollen gesund werden. Und ich gebe Ihnen zur Antwort, dann tun Sie es doch, das, was Sie wollen. Und daher fasse ich mich kurz und sage es noch einmal. Schenken Sie Ihren Körper jetzt Beachtung. Und Sie werden nicht was, sondern das feststellen, was sich in Ihrem Körper zeigt. Und dieses Zeigen, das ist ein Gefühl, das Sie jetzt wahrnehmen. Und verfolgen Sie das Gefühl, wie sich das in diesem Ihrem Körper ausbreitet. Verfolgen Sie jetzt aber nicht, wenn Sie Schmerzen gehabt, die Schmerzen, oder dass Sie womöglich die Krankheit äußerlich sehen, oder dass Sie das ein und das andere Glied noch nicht frei bewegen können. Nein, Freunde, in der allergrößten Ruhe den Körper nur beobachten, was in ihm geschieht. Verlangen Sie nicht, dass gleich die Ordnung in ihm zustande kommt. Je größer die Unordnung, je mehr muss im Körper geschafft werden, und zwar so lange,
bis die vollständige Ordnung eingetreten ist. Sie wissen ja gar nicht, wie groß die Unordnung in ihrem Körper schon ist. Auch bei denen, die das noch gar nicht so fühlen. Wie oft haben Menschen den Arzt aufgesucht und haben nichts von Störungen in ihrem Körper wahrgenommen, bis auf einmal so urplötzlich etwas geschehen sei. Hierbei denke ich nur an einem Übel, das der Mensch mit einem Schlaganfall bezeichnet. Eben gesund, aufgestanden oder hingesetzt oder hingelegt und schon war ein Körperteil, eine Körperseite oder der ganze Körper gelähmt durch diesen Schlaganfall. Natürlich so ärztliche Hilfe gleich dabei ist, wird man sie lindern, wird man sie mindern können. Aber nicht in allen Fällen ist dem so. Im Gegenteil, es ist womöglich schlechter geworden. Oder aber es ist besser geworden und daraufhin, wo der Mensch wieder übermütig geworden, dass er glaubt, naja, das ist vorüber die Schlägerchen, dann kommt ein zweiter und auf den zweiten folgt ein dritter. Wie oft werden Sie von Menschen gehört haben, dass der eine wie der andere sagt, das ist schon mein zweiter, mein dritter, mein vierter Schlaganfall. Ja, Freunde, bisher war der Körper in Ordnung. Hiermit will ich Ihnen nur den Beweis geben, wie wenig Sie von sich selbst, wie wenig Sie von Ihrem Körper wissen. Und wie leicht das Unglück auf ihn zukommt, wo Sie gar nicht ahnten, dass das Unglück, das Böse sich in Ihrem Körper ausgebreitet, indem es einfach dazu übergegangen und eine Stromleitung, einen Nerv zerschnitten, ein Nerv zerrissen, sodass tatsächlich ein Glied bzw. Organ von dieser Nervenleitung, ich sage immer, das ist die Energieleitung im Körper, abgeschnitten und der Körper dann leblos geworden. Es ist dem gleich, ich könnte auch sagen, ein technisches Wunder kann auch einen Schlaganfall bekommen, wenn da irgendwie wo eine Leitung gestört, eine Leitung unterbrochen oder aber auch gar durchschmort. Denn die Energien weisen auch eine gewisse Wärme auf und wie wenn zwei Drähte beisammenkommen, gibt es einen Kurzschluss. Kurzschluss dann, wenn der geladene Draht mit dem Minusdraht beisammenkommt, dann gibt es einen Kurzschluss. Hier möchte ich nicht weiter zu übergehen, um noch deutlicher zu werden, dass ja rein ins Technische übergeht und ich kann Ihnen diese Gleichnisse nur so weit führen, wie Sie es von der technischen Seite aus auch verstehen. Ich will weiter nichts, um Ihnen das nur verständlich zu machen, sodass Sie in der Lage sind, das Verständnis für sich selbst aufzubringen. Und so Sie eine Lehre hieraus gezogen, so werden Sie Ihren Nächsten auch belehren können, indem Sie ihm die Wahrheit sagen, wie Sie es bisher empfunden.